Auf dem Wege des Austausches kehren schwer verwundete Soldaten nach Deutschland zurück. Auch in dieser deutschen Schicksalsstunde sind sie glücklich, den Boden ihrer Heimat wieder betreten zu dürfen. Im Westen versuchen die Angloamerikaner, die Granaten unserer Artillerie, das zusammengefasste Feuer der Granatwerfer und die Feuertonnen der Nebelkanonen fordern vom Gegner einen hohen Blutzoll. Über dem Operationsgebiet ist der Himmel bezogen von den Kondensstreifen britischer Bomber und der zu ihrer Bekämpfung eingesetzten deutschen Jagdverbände. Ein besetztes Dorf liegt unter deutschem Panzerfeuer. Es sind immer wieder seine Panzer, die der Feind ins Treffen schickt, um Durchbrüche zu erzwingen. Und immer wieder sind es die schweren deutschen Waffen und Panzerfäuste, die diese stählernen Kriegsmaschinen auseinanderreißen. Feindliche Kampfwagen, die in einen Panzergraben ihr Ende fanden. An allen Schwerpunkten hat sich der Gegner aber mit unserer Infanterie auseinanderzusetzen. Im Osten tobt in diesen Wochen der Kampf um Deutschlands und Europas Schicksal. Er fordert vom Soldaten und von der deutschen Bevölkerung das bisher wohl größte Opfer der Geschichte. Unter schwierigsten Verhältnissen müssen Tausende Heimat, Hab und Gut aufgeben und vor dem Mongolensturm nach Westen ausweichen. Durch ostdeutsche Städte ziehen die Trecks der Flüchtenden und Gruppen sowjetischer Gefangener. In allen deutschen Gauen ist der Volkssturm aufgerufen. Barrikaden werden gebaut. Auf einem Bahnhof in der Nähe des Frontgebietes verlassen Flüchtlinge ihre Heimat. Die NSV hat ihre Betreuung und Verpflegung übernommen. Neben der Wehrmacht steht nunmehr seit Wochen der Volkssturm an den hart ringenden Fronten seinen Mann. Auf einem Verladebahnhof werden Panzernahbekämpfungsmittel ausgegeben. Goliaths und Artilleriemunition werden zum Weitertransport an die Frontlinie verladen. Auf den Straßen rollen Panzer und Nachschub nach vorn. Das Bild der schlesischen Städte ist ein anderes geworden. Geschütze und Panzer stehen auf den Straßen. Hinter Halden und in den Fabriken sind Flak- und Sturmgeschütze in Stellung gegangen. An Alarmeinheiten werden Panzerfäuste verteilt. Panzervernichtungstrupps gehen in ihre Stellungen. Auf den Feldern Ostpreußens hämmern deutsche Batterien in den sowjetischen Massensturm.
Ein Gegenstoß unserer Infanterie. Deutsche Schlachtflieger bringen der Infanterie durch Angriffe auf den sowjetischen Nachschub nachhaltige Entlastung. Transportverbände der Luftwaffe werden zum Start bereit gemacht, um Kampfgruppen aus der Luft zu versorgen. Versorgungsbomben werden mit Panzerfäusten beladen. Die Stahlgehäuse werden an den Maschinen befestigt. Zum Transport größerer Lasten sind auch Lastensegler eingesetzt. Ein Segelflugzeug am Schleppseil. Die Maschine hat ausgeklinkt und geht im Gleitflug in das befohlene Ziel. Die Transportmaschinen werfen die Versorgungsbomben ab. An den Küsten Kurlands. Grenadiere in den vordersten Stellungen. Die in Kurland kämpfenden Divisionen haben in einem überzeugenden Geständnis der Treue zur Heimat 50 Millionen Reichsmark gesammelt und dem Kriegswinterhilfswerk überwiesen. Hier sind die Straßen mit riesigen Schneemassen bedeckt. Unendlich erschwert ist der Weg der Kolonnen. Über die Stellungen ist der Schneesturm hinweggebraust und hat Gräben, Männer und Waffen zugedeckt. Mühsam werden sie freigeschaufelt. Störungssucher im Schneesturm. Seit nahezu 2 Monaten stehen die Verteidiger von Budapest, von ihren Verbindungen abgeschnitten, in heldenmütigem Kampf. Im Herzen der Donaustadt sind Männer und Frauen beim Bau von Barrikaden. Diese Bilder wirken wie ein Symbol für den Abwehrwillen Europas gegen den Bolschewismus. So trägt jeder sein Teil dazu bei, dem Feind den Besitz der Stadt so lange wie möglich zu erwehren. Wo bolschewistische Panzer sich zeigen, nehmen deutsche und ungarische Flakbatterien sie unter Feuer. Im Hintergrund die Burg. Südwestlich von Budapest haben starke deutsche Panzerverbände in entschlossenem Vorstoß das Gebiet zwischen Plattensee und Budapest durchbrochen und die Donau erreicht. Infanterieeinheiten brechen bolschewistischen Widerstand. Zerschlagene sowjetische Sturmgeschütze. Die Stadt Stuhl-Weißenburg nach der Wiedereinnahme durch unsere Truppen. Ein sowjetischer Kavalleriespähtrupp ist in deutsches MG-Feuer geraten. Bereitstellungen des Gegners werden durch einen Feuerüberfall zerschlagen. Hier mussten die Bolschewisten unter blutigen Verlusten erfahren, dass die deutsche Faust in ihrer Kraft nichts eingebüßt hat. Hinter dem deutschen Soldaten steht ein einiges Volk, entschlossen für die Freiheit und für das Glück seines Vaterlandes das Letzte herzugeben.